Hallo liebe Hausbauhelden, heute zeigen wir euch, wie eure Hausvision zu einem individuellen Musterhaus werden kann, das ihr per VR-Brille sogar besichtigen könnt. So eine Hausplanung vom Grundrissentwurf über die Fassadengestaltung bis zur Innenausstattung ist nämlich ein komplexer Prozess, den ihr hier im Experience Center in der Blauen Lagune bei Wien 1:1 durchlaufen könnt. Wir schauen uns heute an, wie das funktioniert. Kommt mit! So, hallo. Susanne, freut mich. Herzlich willkommen bei Eck, dass ich dich begleiten darf. Ja. Ich darf dir gleich symbolisch den Schlüssel überreichen fürs neue Haus. Der Schlüssel, sehr schön. Der bei uns alle Stationen bedient. Und dann hätte ich gesagt, würden wir gleich mal starten. Jawohl, Ja? das machen wir. Wunderbar. Super. Bitte. Als erstes geht's ins Kino. Hier wird unter anderem der Ablauf des Planungs- und Bauprozesses erklärt und welche Schritte und Aufgaben der private Bauherr wann erledigen muss. Diese Übersicht ist für den Bauleien wirklich sehr hilfreich. Wenn das Baugrundstück gefunden und gekauft ist, kann die konkrete Haus- und Finanzierungsplanung beginnen. Danach sollte erst der Vertrag mit dem Hausbaupartner unterschrieben werden. Nach erteilter Baugenehmigung erfolgt erst die detaillierte Ausführungsplanung und Bemusterung und schließlich die Produktion und Montage des Hauses. Nach 2 bis 4 Monaten Innenausbau kann dann der Einzug erfolgen. So, was machen wir jetzt hier? Wir sind da in unserem Tech Lab. Da kann ich da virtuell schon ein bisschen was von der Haustechnik, von Heizung, Kühlung, Wandaufbau, Elektrik, PV-Anlage zeigen. Du darfst den Schlüssel bitte mal reinstecken in den Slot wieder. Im sogenannten Tech Lab gibt es handfeste Informationen zu Baukonstruktion und Haustechnik. Warum euch das interessieren sollte? Weil ihr mit dieser Info entscheiden könnt, welchen Wandaufbau und welche Technik ihr wählen wollt und welche Konsequenzen das hat auf Komfort, Kosten und Klima. Neben dem konventionellen Wandaufbau mit Wärmedämmverbundsystem gibt es hier auch einen diffusionsoffenen Wandaufbau auf Holzfaserbasis. Und wie viele Schichten im Detail zu einem modernen Dachaufbau gehören, hat sogar mich überrascht. Und jetzt geht es weiter zu meinem individuellen Entwurf, oder? Genau, jetzt machen wir einen individuellen Entwurf. Oder wir machen vorher einen Perfect Match, wo wir schon ein bisschen vorfühlen können, von der Größe her, Zimmeraufteilung, Anzahl der Zimmer, Größe, Budget schon ein bisschen vorfühlen. Schauen wir mal, ob ich was finde. Genau, ja. Wenn wir bestimmt was finden. Bitte sehr. An dieser Station lege ich die Rahmendaten für mein Haus fest. Wie viel Wohnfläche brauche ich, welche Extras sind mir wichtig, was gefällt mir grundsätzlich an Architektur, wo liegt mein Grundstück und wie hoch ist mein Budget, was muss für Baunebenkosten und Ausstattung abgezogen werden und was bleibt fürs Haus. Wer schon weiß, dass er gerne Einbaumöbel vom Schreiner haben möchte, kann die Kosten hier schon mit einplanen. Toll ist, jede Änderung wird gleich mit der zu erwartenden Kostenänderung hinterlegt. So kann ich sehen, wo die höchsten Kosten liegen und entscheiden, wie viel mir welches Detail wert ist. Das heißt, im nächsten Schritt gucken wir jetzt schon ein bisschen Grundriss an und vielleicht sogar schon Oberflächen, Bodenbeläge und so weiter. Genau, das können wir jetzt schon mal anschauen. Dann können wir mal unser gucken. Designstudio, bitte. Im nächsten Schritt sehe ich in 3D, was ich bisher ausgewählt habe und kann Kubatur, Dachform, Fenster- und Fassadengestaltung und den Grundriss ändern. Entweder nach vorgegebenen Schritten oder ganz individuell. Das heißt, wenn ich in einem preislich sicheren Rahmen bleiben will, ändere ich hier möglichst wenig und gucke, weil das einfach optimal schon abgestimmt ist. Meistens ist es wirklich, wie du sagst, optimal abgestimmt, sodass das passt. Aber grundsätzlich sind Änderungen schon möglich und es werden auch immer wieder kleine Änderungen gemacht, wo man sagt, okay, ich hätte lieber zum Beispiel die Zwischenwand verschoben, weil ich nicht nur 60 cm brauche für den Kasten, sondern vielleicht ich habe einen alten Kasten, der hat 90 cm in der Tiefe oder 80, dann kann man das natürlich schon individuell verschieben. Das ist kein Thema. Aber ich kann auch wirklich im freien Plan, mit dem Architektenplan kommen. Das geht auch, aber dann bewege ich mich natürlich außerhalb dieser vorgefertigten Preisgefüge. Also wir machen das sehr individuelle Planungen, wirklich vom weißen Blatt Papier und da wird nach Kundenwunsch gezeichnet. Bodenbeläge und Wandfarben können anhand von Mustern schon mal zusammengelegt werden. Die letztendliche Auswahl ist viel größer als hier zu sehen. Ich bin natürlich jetzt jemand, der das echte Parkett haben will, das ist klar. Also, dann kann ich hier schon mal gleich gucken, genau. Da habe ich schon mal so ein bisschen was gesehen da hinten. Verschiedenen Fliesen. Ja.
Da sieht man jetzt aber schon. Was ich aber schnell merke, nicht alles, wonach ich spontan gegriffen habe, passt auch wirklich zusammen. So, da hätte man vielleicht jetzt gedacht, oh, das ist jetzt mal an sich ganz schön. Aber das ist definitiv harmonischer hier. Der Klassiker Weiß passt natürlich immer. Weiß passt immer, ne? Und dann muss man sich überlegen, mit einer Farbe würde man eh nur wahrscheinlich einzelne Wände hervorheben, ne? Und jetzt nicht einen ganzen Raum grün streichen. Genau. Sehr hilfreich sind die vorgestellten Moodboards, wo bestimmte Materialien und Farben je nach Stil als Orientierungshilfe passend zusammengestellt sind. Von elegant bis alpin ist für jeden Geschmack was dabei. Aber kleine Muster auf einem Tisch helfen mir nicht, den späteren Raumeindruck, zum Beispiel eines dunklen Bodens oder farbiger Wände, abzuschätzen. Und hier kommt jetzt die Virtual Reality ins Spiel. Mit einer VR-Brille tauche ich in 3D in das von mir geplante und ausgestattete Haus ein und kann die Atmosphäre der Räume spüren, verschiedene Ausstattungen ansehen und Raumproportionen besser abschätzen. Das klappt wirklich sehr, sehr gut, auch mit den Oberflächen. Die sind gut dargestellt und kann mir schon ganz, ganz gut vorstellen, wie der Raumeindruck nachher ist und wie sich das verändert, je nachdem, ob ich da jetzt einen sehr lebendigen oder einen sehr dunklen Boden drin habe. Kann mir die Raumgrößen und Proportionen sehr gut vorstellen. Und ich glaube, dass das wirklich eine Hilfe ist, sich bei so einer komplexen Grundrissplanung dann auch darüber im Klaren zu sein, was bedeutet die Änderung XY, ja? Was bedeutet der Erker? Cool, hier bleibe ich. Das ist echt krass. So soll das sein, ja? Ja, vielen Dank, dass ich mal gucken durfte. Jetzt habe ich ein bisschen eine Idee gekriegt und jetzt muss ich nur die Finanzierung auf die Beine stellen, genau. Oder? Ja. Super, danke. Vielen Dank. Also ich habe Lust bekommen, in die Hausplanung einzusteigen und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, das Experience Center steht hier auf dem Ausstellungsgelände der Blauen Lagune vor den Toren Wiens, ist in der Regel geöffnet montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Ihr könnt ohne Termin kommen, besser ist natürlich, wenn ihr euch vorher anmeldet. Die kurze Tour dauert etwa eine halbe Stunde. Wenn ihr in eure individuelle Planung einsteigen wollt, braucht ihr 1,5 Stunden plus. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.